Er war ein unqualifizierter SeaWorld-Angestellter, der Raptoren mitgehen ließ und mit Knete die Gaming-Welt eroberte. Die Rede ist von Doug TenNapel, dem genialen Kopf hinter Earthworm Jim und der Claymation-Legende The Neverhood. Das hier ist die unglaubliche Geschichte, wie ein verrücktes Team Steven Spielberg überzeugte, 3,5 Tonnen Knete im Studio verarbeitete und trotz aller Regeln die kreativsten Tage des Gaming-Jahrzehnts erlebte. Doug TenNapel begann seine künstlerische Karriere als Grafikdesigner in San Diego's SeaWorld. Er entwarf Kostüme, Requisiten und erledigte schlichtweg alles, das man von ihm verlangte, während er sich Wissen über unter anderem Bühnenbeleuchtung aneignete, das ihm später bei seinen Stop-Motion-Animationen von großem Nutzen sein würde. Eher inspiriert von Warner Bros. Als von Disney, begann Doug in seiner Arbeit konventionelle Animationstechniken und Regeln zu brechen, die seiner Arbeit nicht nur einen persönlichen Touch verliehen, sondern auch sein Arbeitstempo immens steigerten. Doch all das führte 1990 zu nicht mehr als rund $4.000 im Jahr, die ihm seine Freiberuflichkeit einbrachte. Das war auch der Zeitpunkt, als American Film Technologies 150 Animatoren suchte für die Zeichentrickserie Attack of the Killer Tomatoes, basierend auf dem gleichnamigen Film von 1978. Darin verwandelt ein verrückter Wissenschaftler die Tomaten in Sun Zucchini in Monster, die von einer Gruppe Helden aufgehalten werden müssen, die teilweise aus Tomatenhybriden bestehen. Und schon wirkt Skull Monkeys gar nicht mehr so abgedreht. Um sich in den folgenden Jahren allerdings über Wasser zu halten, nahm er jede Gelegenheit an, die sich ihm bot. Und so stolperte er auch ins Videospielegeschäft hinein. Als Lead-Animator des Sega Genesis-Spiels Jurassic Park. Eine Stelle, für die er sich als unterqualifiziert ansah, was er aber natürlich niemandem mitteilte. Schon bei diesem Projekt hatte er die Raptoren aus Knete bauen und anschließend digitalisieren wollen, um sie mehr wie echte Raptoren aussehen zu lassen. Dieses Projekt öffnete Doug Türen, die er nie für möglich gehalten hätte. Um das Spiel ein authentisches Begleitprodukt zum kommenden Spielberg-Film werden zu lassen, lud Universal das Team zu den Dreharbeiten ein. Im Rahmen der Tour lernte er auch Special Effects-Legende Stan Winston kennen, der in seinem Studio an den Raptoren und dem T-Rex arbeitete, während im Hintergrund wie beiläufig die Alien Queen und ein Terminator standen. Auch ihr nächster Stop war ein Vorbild von Doug: Phil Tippett. Anfang der 1980er war der maßgeblich für die Verwendung von Stop- sowie Go-Motion-Animationen in Spielfilmen verantwortlich und seine Spezialeffekte fanden Verwendung in der alten Star Wars-Trilogie, Robocop und später auch Starship Troopers. Ihr Kennenlernen wurde allerdings von der Nachricht überschattet, die Tippett kurz zuvor erhalten hatte. Seine Stop-Motion-Animationen hatten im Kampf gegen die CGI-Animationen von George Lucas' ILM-Unternehmen den kürzeren gezogen und er somit den Auftrag verloren. Ironischerweise wurde er während Jurassic Park selbst zum Dinosaurier. Unwissend stellte Doug die Frage, ob es möglich wäre, eine der Raptorenpuppen auszuleihen, deren Zähne sogar tatsächlich scharf waren, weil sie von einem echten Zahnarzt produziert worden waren. In seiner Wut packte Tippett eine der Puppen und schleuderte sie in Richtung der Besucher. „Ja, nehmt sie mit, nehmt sie alle mit!" rief er wütend, und das ließ Doug sich nicht zweimal sagen. Auch wenn Universal von seiner Firma eine Versicherungssumme in Höhe von $75.000 ansetzte. Doch seine so gesammelte Erfahrung mit Puppenanimation war unbezahlbar. Doug durfte sich also kreativ austoben, wenn auch nicht im selben Ausmaß, wie er gerne wollte. Die Cartridge des Spiels bot einfach nicht genug Platz, um seine Vision der Animation umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz schaffte er einen ganz besonderen Look, der mit ausschlaggebend für die Atmosphäre des erfolgreichen Spiels wurde. Bei diesem Projekt traf er auch erstmals auf Mark Lawrenson, der für die Hintergründe zuständig war. Von seiner Arbeit begeistert flattern diverse Angebote anderer Firmen ins Haus und Doug zieht von San Diego nach Orange County, um für Virgin Games zu arbeiten. Hier kommt es zum historischen Treffen zwischen ihm, Mike Dietz, Ed Schofield und Dave Perry, die dummerweise alle bereits mit einem Bein ausgestiegen waren, um ihr eigenes Studio Shiny Entertainment zu gründen. Namentlich inspiriert von R.E.M's Song Shiny Happy People. Doug sollte ihnen bald in das neue Studio folgen.
Und er war auch gewissermaßen ihre Rettung. Denn nach den erfolgreichen Lizenztiteln wie Cool Spot für 7-Up und Aladdin für Disney kam Playmates Toys auf Entwickler David Perry zu. Die Firma hatte Spielzeuge zu unter anderem der Teenage Mutant Ninja Turtles Lizenz produziert und wollte nun mit derselben Lizenz auch ins Videospielgeschäft einsteigen. Perry lehnte das Angebot ab und handelte stattdessen einen Multimillionen-Deal aus, der ihm die Gründung von Shiny Entertainment ermöglichte, im Austausch für die Vertriebsrechte ihrer ersten 3 Spiele. Die 8 ehemaligen Kollegen, die er abgeworben hatte, wussten aber nicht so recht etwas mit sich anzufangen und waren bereits kurz davor, ein Knight Rider Spiel zu entwerfen, bevor ihr Stolz dazwischen kam und sie beschlossen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Hier trat dann endlich Doug TenNapel auf den Plan, der in seinem Bewerbungsgespräch gleich mit zahllosen Skizzen und Ideen überzeugte, die sich wenig später zu Earthworm Jim zusammenfügen sollten. Perry brachte das Management von Playmates und Universal zusammen, um eine Vereinbarung auszuhandeln, die nicht nur die Produktion einer Spielzeugkollektion, sondern auch einer Zeichentrickserie sicherte, die das entstehende Spiel zusätzlich pushte und zu einem Riesenerfolg machte. Nach Earthworm Jim 2 war es an der Zeit, ins 3D-Zeitalter zu wechseln, doch dafür sah Perry sein 2D-fokussiertes Team als nicht qualifiziert genug an. Sowohl Nintendo als auch Sony boten ihre Unterstützung im Austausch für Exklusivrechte an. Doch letztlich beschloss Perry, Shiny Entertainment an Interplay Productions zu verkaufen. Unter der Prämisse, ihre Identität und ihr Personal behalten zu dürfen. Das Personal allerdings war mit Perrys Entscheidung alles andere als zufrieden und wollte gar nicht behalten werden. Sie waren unzufrieden damit, von den Programmierern bei Shiny wie Bürger 2. Klasse behandelt zu werden und wollten ein Unternehmen gründen, in dem Künstler das Sagen haben. Glücklicherweise hatte Earthworm Jim auch Doug TenNapel zu einer großen Nummer gemacht und nach einer E3-Präsentation, in der er die Gründung seiner eigenen Firma The Neverhood Inc. bekannt gibt, kommen niemand Geringeres als Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg auf ihn zu. Letzterer nicht zuletzt zuständig für die Sanierung der in den 80ern kränkelnden Zeichentricksparte von Walt Disney sowie deren Zusammenarbeit mit Pixar. Die beiden hatten gerade DreamWorks gegründet und tauschten Kontaktinformationen aus, weil Earthworm Jim sie derart begeisterte und sie ebenfalls ins Videospielgeschäft einsteigen wollten. Doug bot ihnen an, ein Team zusammenzustellen und für sie zu arbeiten, und Spielberg willigte ein, sich ihren Pitch anzuhören. Das passierte ein wenig später bei Steven Spielberg zu Hause, in dem Bungalow, in den er sich für seine Arbeit zurückzog und in dem das Raumschiff von E.T. einfach auf dem Schreibtisch thronte. Doch Doug und seine Kollegen ließen nicht etwa ihrer Kreativität vollkommen freien Lauf, sondern überlegten angestrengt, was der große Steven Spielberg am meisten von ihnen sehen wollte. Sie kamen zu dem Schluss, dass er mit DreamWorks einen Umbruch auch in der Videospielindustrie herbeiführen wollte, und Doug versuchte, diese Gedanken in kreativer Form festzuhalten. Dadurch entstand der Pitch für etwas, das gewissermaßen, gerade nach den Maßstäben der Zeit, ein Anti-Spiel war. The Neverhood gefiel Spielberg. Er kaufte es und gleich auch noch die 2 nächsten Spiele, während er Doug und seinen Kollegen weitestgehend freie Hand ließ. Sie gingen gemeinsam mit uns Risiken ein. Das bewundere ich. Sie machen nicht das Gleiche wie alle anderen. In einem einzigen Jahr stellte das Team ihre Firma, eine Engine und ein ganzes Spiel auf die Beine und machte The Neverhood 1996 zum ersten veröffentlichten DreamWorks-Produkt, sogar noch vor irgendeinem ihrer Filme. Das waren die kreativsten Tage meines Lebens. The Neverhood Inc. gehörte ganz ihnen. Sie waren zu 8, später zu 12 und sie führten das Studio in einer Lagerhalle in Mission Viejo, ganz so, wie es ihnen gefiel. Sie legten keinen großen Wert auf Hierarchien und trugen ihre informelle Philosophie auch nach draußen, mit Titeln wie Bürgermeister oder Sheriff auf ihren Visitenkarten. Doug hatte eine schlechte Erfahrung mit einem Programmierer bei Shiny gemacht, der während einer Crunch-Time seine Bürotür verschlossen hatte, um nicht gestört zu werden. Diese mangelnde Kommunikation machte Doug wütend. Als ich am ersten Arbeitstag in den Büros von Neverhood ankam, stellte ich fest, dass Doug die Türen aller Büros entfernt hatte. Albern, oder? Wir rasieren uns nicht. Manchmal putzen wir uns nicht einmal die Zähne. Aber Mann, haben wir Spaß daran, Spiele zu entwickeln. Wir sind nicht die Besten, aber wir sind auch nicht so gemein wie die Besten.
The Neverhood, das Spiel, nicht die Firma, war das erste Spiel, das für all seine Animationen und Sets Claymation nutzte. Du spielst Clayman, der ganz unzeremoniell in einem Raum erwacht und sich auf die Suche nach seinem Ursprung und seiner Bestimmung macht. Er lebt auf einer schwebenden, spärlich bevölkerten Insel namens Neverhood, die nicht nur mit zahlreichen mysteriösen Rätseln übersät ist, sondern auch mit einer lange zurückreichenden, tiefgründigen Geschichte. Passend zu der durchaus unheimlich anmutenden, leeren und oftmals stillen Spielwelt erschien The Neverhood Ende Oktober 1996 für den PC und exklusiv in Japan 1,5 Jahre später auch für die PS1. Unter dem Titel Clayman Clayman The Mystery of Neverhood veröffentlichte der japanische Publisher Riverhill Soft bzw. Ribahiru Sofuto den Titel, der auf der Heimkonsole unter häufigen und längeren Ladezeiten zu leiden hat und auf die berüchtigte Hall of Records verzichten muss, ein Raum mit der archivierten Geschichte der Spielwelt, die mehrere Minuten zum Durchlaufen erfordert und auf den ersten 5 Büchern der Bibel basiert. Wir hatten so viel Spaß beim Entwickeln dieser Spiele, dass es uns nie wirklich schwer fiel. Verstehen Sie mich nicht falsch, es war eine Menge Arbeit, da wir kleine Teams von 10 oder 12 Leuten waren, die in der Regel lange Arbeitszeiten hatten und auch am Wochenende arbeiteten. Aber die Freude überwog die Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert waren. Wie viele Entwickler der 90er hatte auch The Neverhood, das Studio und nicht das Spiel, mit Hardware-Limitierung zu kämpfen. Das Team war besonders stolz auf ihre Animationen und wollte davon so viele wie möglich im Spiel unterbringen. Die entsprechenden Maschinen konnten aber nur eine begrenzte Anzahl davon verarbeiten und die Programmierer arbeiteten auf Hochtouren, um das Maximum aus der Hardware herauszuholen. Wir haben kreative Low-Tech-Lösungen für High-Tech-Probleme eingesetzt. Die Testgrafiken wurden mit einem Bleistift gezeichnet, die Reiseszenen mit einer Kamera aufgenommen, die an einem Modelleisenbahnwagen befestigt war. Die Künstler wollten, dass wir ihnen so viel Kontrolle wie möglich überließen, damit sie die Qualität sicherstellen konnten. Das galt auch für das Unternehmen. Wir wollten alles in unseren eigenen Händen behalten, weil wir wussten, dass wir uns nur auf uns selbst verlassen konnten. So stellten wir beispielsweise unsere eigenen Tester ein, obwohl DreamWorks vertraglich verpflichtet war, Tests durchzuführen. Wir brauchten Leute, die direkt mit uns zusammenarbeiteten. Die wirkliche Herausforderung war aber zweifelsohne die Stop-Motion-Animation. Im Gegensatz zu Computer- oder handgezeichneter Grafik ging dem Stop-Motion-Ansatz bei jeder kleinsten Bewegung stets eine klare Vorstellung und Planung voran, da Änderungen nach der Fertigstellung nicht mehr oder nur äußerst schwierig möglich waren. Der Großteil der interaktiven Spielanimationen wurde zunächst auf Papier erstellt, um die Verbindungen einfacher herstellen zu können. Bei Ducks Filmen haben wir meist nur ein Storyboard erstellt und nur die schwierigeren Szenen auf Papier animiert. Ich habe einen digitalen AV-Mixer von Panasonic verwendet, um zwischen den Videos meiner Zeichnung und meiner Puppe hin und her zu schalten. The Neverhood litt sehr unter der wirklich miserablen Videokomprimierung, die uns damals zur Verfügung stand. Ich wünschte, das hätte man beheben können. Grafiker Edward Schofield vergleicht die Arbeit mit einem Seiltänzer ohne Sicherheitsnetz. Und genau wie bei dem war es auch hier, was den Prozess so spannend machte. Schofield zeichnet sich übrigens auch für den langen Schrei verantwortlich, der ertönt, wenn man der Beschriftung dieser Schilder keine Beachtung schenkt und das einzige Game Over im Spiel herbeiführt. The Neverhood war ein Projekt, das ohne die finanzielle Unterstützung seitens DreamWorks wohl nicht möglich gewesen wäre. Die Arbeit mit Knete und anderen realen physischen Materialien und Objekten für die Erstellung der Elemente des Spiels barg enorme Kosten, wenn man die Zeit, Arbeitskraft und das Material zusammenrechnete. Alles, das du im Spiel siehst, existierte irgendwann in physischer Form, um mit einer Minolta RD 175 Kamera fotografiert zu werden. Was The Neverhood übrigens auch zur ersten Stop-Motion-Produktion machte, die eine Digitalkamera für Verbraucher zu diesem professionellen Zweck nutzte. 3,5 Tonnen Knete türmten sich überall in den spärlichen Räumlichkeiten des Studios auf, bevor sie auf großen Truthahntellern ausreichend erhitzt wurden, um sie bequem verformen und auf Gegenstände auftragen zu können.
Hierfür nutzte das Team die diversesten zusammengetragenen Gegenstände wie Spielzeug oder Pepsi-Dosen. Anschließend erzeugte man durch zusätzliche Bearbeitung eine Oberflächentextur, um nicht alles nach buntem Zuckerguss aussehen zu lassen. Und das, obwohl lediglich Duck jemals zuvor professionell mit Knete gearbeitet hatte. Aber The Neverhood war ohnehin ein unerforschtes Gewässer für das gesamte Team, das neben der Arbeit mit Knete auch unerfahren war in der Entwicklung für PCs, in der Animation von Puppen und im Erstellen von Puzzle-Games. Glücklicherweise entpuppte sich die Stop-Motion-Community als deutlich weniger toxisch als die Videospielindustrie, die alles Wissen unter strengster Geheimhaltung verschlossen hielt, als wäre es eine Frage der nationalen Sicherheit. Experten für ihre beabsichtigte Animationsform waren freundlich und offen im Informationsaustausch. So entstand Claymans Körper aus Latex, den man um eine Messingarmatur herumformte, die wiederum mit einem Skalpell nach Belieben verstellt werden konnte. Die Guten dieser metallenen Grundgerüste kosteten stolze $3.000 und nicht selten beliefen sich die Gesamtkosten zur Erstellung einer einzelnen Puppe auf nicht weniger als $15.000. Eine Kiste voller verschiedener Augen und Münder sorgen für die verschiedenen Gesichtsausdrücke, wenn sie ausgetauscht werden wie bei einem Mr. Potato Head. Die so entstehenden Puppen wurden dann in den riesigen Sets vor einem Greenscreen gefilmt, auch wenn die Arbeit mit ihnen oftmals frustrierend war. Im Gegensatz zur handgezeichneten Animation konnten sie natürlich nicht bei einem Sprung frei in der Luft schweben und nicht selten gingen die Puppen bei extremeren Verformungen kaputt. Das Team ist gut ausbalanciert. Alle sind selbstbewusst genug, um sich anderen unterzuordnen und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Ich bin wirklich daran interessiert, dass das gesamte Team gute Arbeit leistet und dazulernt. Ich möchte nicht immer denselben Job machen. Diese Einstellung übertrug Duck auch auf den Rest des Teams, der nicht nur dedizierte Aufgaben hatte, sondern viele verschiedene Jobs übernehmen musste. Entsprechend war es wichtig, dass jeder vielseitig war. Ebenso aber auch humor- und liebevoll und freundlich, damit das Arbeiten allen Spaß bereitete. Und um all das zu gewährleisten, suchte Duck sich sein Team eben an sämtlichen Stationen zusammen, die er bis zu diesem Punkt durchlaufen hatte. Denn er war sehr wählerisch und vertraute darauf, dass seine Mitarbeiter über ihre Pflichten hinausgingen. Ich erwarte mehr, als ich bezahlen kann. Das kann ich von Leuten, die ich nicht kenne, nicht verlangen. Doch im Austausch dafür konnte er Freiheit bieten. Wo sonst bekam man schließlich Geld dafür, seine eigene Geschichte zu schreiben, ihre Produktion zu übernehmen, die eigenen Stimmen einzusprechen und dabei nicht mit einer Gewerkschaft zusammenarbeiten zu müssen. In dieser Branche kann man frei Pionierarbeit leisten. Was ich daran liebe, ist, dass man schnell denken und reagieren muss. Wir befinden uns an dem Punkt, an dem das Filmemachen in den 1920er Jahren war. The Neverhood erforderte viele 100-Stunden-Wochen für das Team, um das Spiel rechtzeitig und sogar unter Budget an DreamWorks abzuliefern und niemanden zu enttäuschen, der ihnen Vertrauen vorgeschossen hatte. Sie schafften es und stellten selbst Spielberg zufrieden, obgleich das Point-and-Click-Adventure kein kommerzieller Erfolg werden und sich erst über die nächsten Jahre und Jahrzehnte zum Kult-Hit mausern sollte. 2007 unterzeichnete Doug TenNapel als Autor und Regisseur für Frederator Studios Claymation-Film zum Spiel. Das Projekt musste allerdings aufgrund mangelnder Finanzierung gecancelt werden. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so hart gearbeitet und so viel geweint zu haben, aber gleichzeitig vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. Natürlich waren die Spielejournalisten da, um das Spiel zu zerreißen, aber ein Publikum auf der ganzen Welt hat es entdeckt. Es ist das beliebteste Spiel, an dem ich je gearbeitet habe. Und das liegt daran, dass es von so vielen Familien in so vielen Ländern auf der ganzen Welt gespielt wurde. Es wurde größtenteils durch Piraterie verbreitet. Ich habe also nicht viel Geld damit verdient, aber ich war mit dem Ergebnis zufrieden. Viel Geld verdiene ich mit diesem Kanal auch nicht, da wir aktuell keinen Sponsor haben. Sollte dir aufwendiger Content wie dieser gefallen, denk doch gerne über eine Kanalmitgliedschaft nach und sichere dir Zugang zu exklusiven Videos und Blicke hinter die Kulissen. Ein Abo und ein Kommentar für den Algorithmus sind aber auch schon eine Menge wert. Vielen Dank. Entsprechend ihrem 3-Spiele-Vertrag wurde das Team auch nach dem Veröffentlichen von The Neverhood weiter finanziert und entsprechend musste schnell eine neue Idee her.
Und die lag in Doug TenNapels größter Kindheitsangst begründet. Skull Monkey war der Name des Monsters unter seinem Bett. Ein Affenkörper mit einem Menschenschädel. Eine Angst, die wiederum der Episode The Architects of Fear der Fernsehserie Outer Limits entsprang. Darin versuchen Wissenschaftler während des Kalten Kriegs den nuklearen Holocaust zu verhindern, indem sie einen von ihnen zum Alien umoperieren, der einen außerirdischen Angriff vortäuschen und somit die Nationen der Welt gegen einen gemeinsamen Feind vereinen sollen. Gerade nach heutigen Maßstäben kein sonderlich furchteinflößender Anblick, aber im Kopf eines kleinen, kreativen Jungen der Ursprung unserer Skull Monkeys. Zudem klang Skull Monkeys einfach so verdammt gut, dass das Team bereitwillig mit dieser Idee weiterarbeitete. Es sollte eine Fortsetzung werden, aber da The Neverhood sich ja leider erst später zum Kulthit entwickelt hatte und 1996 noch als Misserfolg galt, der von zahlreichen schlechten Kritiken begleitet wurde, wollte das Team sich gleichzeitig auch aus Angst vor einer Wiederholung davon distanzieren. Als Resultat änderten sie nicht nur das Genre ihres Spiels, sondern auch ihre wundervoll funktionierende, maßgeschneiderte Engine, was sich später zumindest doch als zweifelhafte Entscheidung entpuppen sollte. Bei The Neverhood haben wir 3 Spiele mit 3 völlig unterschiedlichen Engines entwickelt. Wir haben vielleicht hier und da etwas gespart, aber meistens haben wir die alten Engines einfach weggeworfen, um die nächste neue Idee zu verfolgen. Wir aus der Technikabteilung fanden das verrückt. Zurückblickend auf Earthworm Jim und den Erfahrungen von Mike Dietz, der auf revolutionäre Art die Animationen der Disney Studios auf Aladdins Genesis Cartridge unterzubringen vermochte, beschlossen sie, zu ihren Wurzeln zurückzukehren und einen Plattformer zu entwickeln. DreamWorks war mehr als angetan von der Idee, auf ein populäres Genre zu setzen, und zu der Zeit gingen bereits alle anderen Konsolen im aufgewirbelten Staub der PlayStation unter, weshalb die Plattformwahl für ihren Plattformer ein No-Brainer wurde. Ein böser Mann fiel vom Himmel. Los geht's! Sieh mich an, ich bin ein Skull Monkey. Eigentlich bin ich Cloud Monkey, der König aller Skull Monkeys. Gravy love, potato love, my gravy love, tomatoes and potatoes and peas. Das zum Little bonus room, 'cause I know you've had it tough. And here's a little bonus tune about collecting real cool stuff. Dieser ikonische Bonus-Level-Song inspirierte Jonathan Coulton zu seinem Credit-Song für Valves Puzzle-Game Portal, vorgetragen von GLaDOS. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. Vor langer Zeit gab es ein PlayStation-Spiel namens Skull Monkeys, das einen großartigen Soundtrack und diesen fantastischen Song über einen geheimen Bonusraum hatte. Beide geschrieben von einem Typen namens Terry Scott Taylor, der mich einfach umgehauen hat. Ich habe es immer geliebt, wie dieser Song die Regeln darüber gebrochen hat, was Musik in einem Spiel leisten soll. Daher war es toll, die Gelegenheit zu haben, etwas so Lustiges und Ungewöhnliches zu machen. Der 1950 geborene Terry Scott Taylor ist der Gitarrist und Leadsänger der Christian Rockband Daniel Amos und seine Musik trug maßgeblich zum Charakter und zur Beliebtheit der Neverhood-Spiele bei. Da ist sich auch Doug TenNapel sicher. So großartig die Stop-Motion-Animation in diesem Spiel auch war, die Musik war noch besser. Coffee, hot Joe, Java, Bean Squeezer. Als alter Freund von TenNapel war sofort klar, dass Taylor die Arbeit am Soundtrack übernehmen musste, und sein musikalisches Genie zeigt sich darin, dass er zuverlässig und voller Begeisterung mit Dougs kryptischen Anweisungen ans Werk schreiten konnte. Der Soundtrack von The Neverhood sollte nach Lehm klingen, der von Skull Monkeys hingegen sollte einen Affen-Dschungel-Primitiv-Kongo-Vibe mitbringen. Soweit ich mich erinnere, war die einzige konkrete Anweisung, die ich von Doug in der Vorproduktionsphase erhielt, dass er wollte, dass die Musik wie Ton klingt. Der Beweis dafür, dass wir ähnlich denken, ist die Tatsache, dass ich das überhaupt nicht vage fand.
Ich wusste sofort genau, was er meinte und verließ das Meeting mit Ideen für meinen Ansatz, die bereits in meinem Kopf herumschwirrten. Taylors Ziel war es, die Einzigartigkeit jedes der Spiele, er schrieb auch die Musik für Boombots und Army Croc, und ihrer Welten akustisch einzufangen. Was die Musikstücke jedoch alle gemeinsam hatten, war die Absicht, die Spieler zu unterhalten und zu fesseln, gerade wenn sie länger in einem Raum feststeckten. Entweder weil das Rätsel in The Neverhood so knifflig war oder eine Passage in Skull Monkeys so herausfordernd. Die Musik durfte also weder schnell langweilig werden, noch mit schrillen Tönen nerven. Und sie sollte auch nicht so sehr auffallen, dass sie vom eigentlichen Gameplay ablenkte. Die Aufgabe des Komponisten besteht darin, den passenden musikalischen Hintergrund zu liefern, der zu dem passt, was gerade auf dem Bildschirm passiert. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Arbeit nicht wesentlich vom Schreiben einer Filmmusik für einen Film oder eine Fernsehsendung, außer dass die Figuren in einem Film wahrscheinlich nicht mehrere Stunden lang in einem Raum festsitzen. For The Neverhood hatte Taylor nie zuvor an einem solchen Projekt gearbeitet, konnte aber bereits ein vielseitiges Portfolio aufweisen. Doug TenNapel war ein langjähriger Fan und wusste daher, dass Taylor der richtige Musiker für sein ungewöhnliches, verrücktes Spiel war. Nicht zuletzt, weil sie denselben Humor teilten. Auch der Rest des Teams liebte Taylors Musik und sie lief oftmals im Studio. What Uncle Terry does is he waits for the muse to visit him before he writes a song. I'm gonna wait right now. Ein unerschütterliches Vertrauen, das in beide Richtungen ging, weil die Entwickler natürlich auch frei darin waren, die Musikstücke oder nur Teile davon nach eigenem Ermessen zu verwenden. Und genauso wie die sich kreativ mit den Neverhood-Spielen austoben durften, hatte auch Terry Scott Taylor seinen Spaß damit, frei und wild experimentieren zu dürfen. Besonders beim Einsatz der menschlichen Stimme tobte er sich gerne aus und nicht zuletzt diese Stellen bilden den einzigartigen Soundtrack für die einzigartigen Spiele. Es schien mir einfach irgendwie passend. Ich hatte einfach das Gefühl, dass The Neverhood einen ziemlich lockeren und niedrigen Klick-Klack-Blues und Jazz-Stil verlangte. Und dass es nach einer Art rauer, marmorner Stimme à la Leon Redbone mit einem Hauch von Ray Charles schrie. In gewisser Weise übernahm dieser Gesangsstil die Rolle einer weiteren Figur im Spiel. Ich denke, dass dies für manche Komponisten etwas Instinktives ist, während es anderen nicht so leicht fällt. Ich genieße es absolut, darüber nachzudenken, wie Dinge wie Hotdogs und Tonfiguren klingen würden, wenn sie Töne von sich geben könnten. Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch sehr befriedigend, wenn man es schafft. Taylor und TenNapel tobten sich 2012 noch einmal gemeinsam aus, als sie gemeinsam die 29-seitige Graphic Novella Return to the Neverhood erstellten, die begleitet wird von einem Soundtrack aus 19 Songs. Bei The Neverhood hatten wir ein kleines Team und Skull Monkeys war ein ehrgeiziges Spiel. Deshalb mussten wir einen Prozess entwickeln, der die Wartezeiten minimierte, die entstehen, wenn Mitarbeiter darauf warten müssen, dass andere ihre Aufgaben erledigen. Hier ist ein Beispiel dafür, wie dieser Prozess funktionierte. Bei der morgendlichen Besprechung zeigt uns Doug Skizzen eines neuen Skull Monkeys, den er sich am Abend zuvor ausgedacht hat. Er läuft hin und her und am Ende des Weges sticht er einen Speer in die Luft. Nach der Besprechung, ich beginne mit der Arbeit am Code. Eddie beginnt mit der Arbeit an einer Tonpuppe. Mikey beginnt mit der Arbeit am Bleistifttest für die Animation. Nach ein paar Stunden bringt Mikey mir die Frames der Bleistift-Testanimation und ich füge sie in das Spiel ein, damit er sehen kann, was verbessert werden muss. Möglicherweise muss ich auch ein paar Änderungen vornehmen, dann ist meine Arbeit erledigt. Sobald es im Spiel ist, können die Designer mit einem Testlevel an Ausschnitten des Gameplays arbeiten. Wenn das Gameplay Spaß macht, können Sie damit beginnen, es in ein echtes Level zu integrieren, das zu diesem Zeitpunkt nur Platzhaltergrafiken enthält. Wenn die Puppe fertig ist, kann Mikey mit der fertigen Animation beginnen, die dann ohne weiteres Zutun in das Spiel integriert wird. Wenn die Hintergrundgrafiken fertig sind, arbeiten Marky oder Stevie mit den Designern zusammen, um die Grafiken in das Leveldesign zu integrieren. Niemand wartet auf fertige Grafiken. Improvisation wurde bei der Entwicklung von Skull Monkeys noch einmal größer geschrieben als bei The Neverhood. Für die Haut der Skull Monkeys nutzte man Gummihandschuhe, angeklebt mit flüssigem Latex und verziert mit falschen Haaren und brauner Farbe.
Der Makita-Akkuschrauber wurde zum wertvollsten Teammitglied, das zuverlässig die Spielzeuge und andere Objekte an Holzplanken schraubte, damit sie mit Knete abgedeckt ihre abstrakten Formen ergeben konnten. Für die völlig abgedrehten und urkomischen Zwischensequenzen gab es kein dediziertes Budget, weshalb man die Sets der Level sehr schnell recycelte und deutlich seltener den Lighting Director nutzte, der bei den Aufnahmen für The Neverhood noch fester Bestandteil war. Vergleicht man die Lichtverhältnisse, fällt das auch auf. Für besagte Zwischensequenzen war Doug TenNapel maßgeblich allein verantwortlich und an guten Tagen schaffte er etwa 100 Frames aufzunehmen. Nachdem Doug seine Aufnahmen fertiggestellt hatte, lud er seine sequentiellen Bilder in Autodesk Animator Studio, wo er sie bearbeitete und AVI-Dateien erstellte. Diese AVI-Dateien wurden dann mit dem Sony PlayStation Movie Compressor für die Wiedergabe auf der PlayStation komprimiert. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die endgültigen Soundtracks als Wave-Dateien hinzugefügt. Die anderen Pfeiler der Animation von Skull Monkeys zeigten sich natürlich im Gameplay. Auch wenn wir für unsere einzigartigen Grafiken bekannt waren, stand für uns immer das Gameplay an erster Stelle. Ich erinnere mich, dass ich stundenlang mit den Animatoren an den Bewegungen der Charaktere gearbeitet habe. Wir haben immer wieder alles wiederholt, schneller, langsamer, die Beschleunigung geändert, den Algorithmus geändert, die Tastenreaktion geändert, die Kollisionsreaktion geändert, bis es richtig war. Mit demselben System, das sie für The Neverhood entwickelt hatten, animierten Mike Dietz und Edward Schofield sämtliche interaktiven Sequenzen und Charaktere, meist in kurzen Aktionssequenzen wie Laufen, Springen oder Klettern, die in jeder denkbaren Reihenfolge flüssig ineinander übergehen können. Die PS1 war nicht für 2D-Plattformer-Spiele konzipiert, aber nachdem wir uns mit der neuen Maschine vertraut gemacht hatten, war es nicht allzu schwierig, sie so einzurichten, dass sie unseren Anforderungen entsprach. Wie in der entsprechenden Zwischensequenz zu sehen, ist Blob der Hamster ein echtes Tier, das nicht nur ein vollkommen willkürlicher Nebendarsteller im Spiel war, sondern auch das inoffizielle Studiomaskottchen. Blobs Geheimidentität ist übrigens Slappy, der als Haustier zur emotionalen Unterstützung in einem Käfig auf Mike Dietz' Schreibtisch lebte und schließlich auch ein Zuhause bei ihm fand. Er war auch nicht das einzige Tier im Studio. Ein schwarzer Skorpion trieb dort ebenfalls sein Unwesen, schaffte es aber leider nicht mehr ins Spiel. Claymans vielfältigere Bewegungen in einem Plattformer vorab zu prüfen, war nun entscheidender denn je. Alle Animationssequenzen wurden zunächst auf Papier animiert, eingescannt und mit der AXA-Software schnell digital koloriert. Das ermöglichte das Übertragen der Bleistiftentwürfe in die Spielengine, um die Animation im tatsächlichen Spielverlauf testen zu können. Alle in dieser Phase festgestellten Probleme konnten einfach durch Änderungen an den Bleistift-Testzeichnungen behoben werden, bevor schließlich mit der eigentlichen Stop-Motion-Arbeit begonnen wurde. Nachdem die Animation genehmigt worden war, bauten wir unsere Puppen mit traditionellen Stop-Motion-Techniken, Ton, Latex, Drahtgerüste, Kugelgelenkarmaturen und so weiter und filmten sie vor Greenscreen-Kulissen. Die Animationen wurden mit Sony DCR VX1000 Digitalkameras aufgenommen, die über Sony DVB-K 1000 Firewire Still Image Capture Boards mit Pentium-PCs verbunden waren. Durch diese Kamera-Capture-Card-Kombination konnten die Bilder digital erfasst und auf den Computer übertragen werden, ohne jemals eine analoge Konvertierung durchführen zu müssen. Der zweite Videoausgang der Kamera war an eine Animation Toolworks Video Lunchbox samt Monitor angeschlossen. Das ermöglichte das Ausgeben von sofortigem Feedback, da die Lunchbox 256 Animationsbilder speichern und wiedergeben kann. Zusätzlich schloss man eine zweite Kamera an diesen Monitor an, mit Packbars auf einem Kopierständer montiert, um mit Hilfe eines Panasonic Digital AV Mischers beliebig zwischen dem Livebild der Puppe und den Bleistift-Testzeichnungen zu wechseln. So ging Mike Dietz sicher, dass alle Sequenzen richtig miteinander verbunden waren und sie nicht zu weit von den Zeichnungen abwichen. Nach Fertigstellung der Animation lud man die fortlaufend nummerierten Bitmap-Dateien in die Debabilizer Pro Software, um dort den Greenscreen-Hintergrund zu entfernen. Neverhoods Programmierer Kenton Leach schrieb die Animationsskript-Software Tool X, mit deren Hilfe das Team die Sequenzen erstellte. Der Vorgang
Vorgang ähnelte der Eingabe der Bilder in ein Belichtungsblatt, das anschließend eine Sequenzdatei ausgab, die wiederum von der Spielengine gelesen werden konnte. Die Engine wurde ebenfalls von Kenton Leach, aber auch Tim Lawrenson und Brian Belfield geschrieben. Tool X erübrigt die Arbeit eines Programmierers, ein möglichst genaues Ergebnis zu erzielen, da die Software den Animatoren die vollständige Kontrolle darüber verlieh, wie ihre Animationen auf dem Bildschirm aussahen. Skull Monkeys wurde mit einem Kacheleditor erstellt. Dadurch war die Erstellung der Levels schnell und einfach. Es gab eine Ebene für Kollisionen, die im fertigen Spiel nicht zu sehen war. Feste Blöcke und Hochzeitstortenkacheln, durch die man springen, auf denen man aber landen und laufen konnte, konturierte Kacheln und so weiter. Es gab Kacheln, um bewegliche Plattformen, Power-Ups, Gegner und alles andere zu platzieren. Man konnte Spielszenarien erstellen, sie testen und innerhalb von Minuten ändern. Das ist die reine verdrehte Fantasie von Doug TenNapel. Ich weiß nicht, wie Joe darauf reagiert hat, aber er war immer ein angenehmer, lockerer Typ. Also kann ich mir vorstellen, dass er dafür zu haben war. Das Team von The Neverhood wusste, was es tat, und Doug TenNapel war mit seiner Einstellung seiner Zeit voraus. Projektorientierte Einstellungen sind schlecht für Spiele. Es ist schwer, großartige Leute zu finden. Das Problem in der Branche ist, dass die Leute nicht liefern, wenn sie es versprechen. Halten Sie Ihre Fristen ein. Seien Sie Ihren Finanzpartnern gegenüber respektvoll und verantwortungsbewusst. Brechen Sie Ihre Versprechen nicht. Halten Sie sich an Ihre Verpflichtung. Ich war enttäuscht, dass wir mit Skull Monkeys einen Monat zu spät dran waren. Es spielt keine Rolle, ob wir einen Tag oder eine Stunde zu spät waren. Wenn wir unseren Teil der Vereinbarung nicht eingehalten haben, wie können wir dann erwarten, dass die Leute, mit denen wir Geschäfte machen, ihren Teil einhalten? Ich erwarte von Ihnen Autonomie, Unterstützung, Kompetenz und pünktliche Zahlung. Entwickler müssen Verantwortung für das Team, die Budgets und die Designs übernehmen und ein qualitativ hochwertiges Produkt liefern. Fans kennen auch all die wundervollen Geheimnisse und Bonusinhalte, die das Spiel verbirgt. Geheimnis. Während Mark Lawrenson dafür zuständig war, überall Geheimnisverstecke einzubauen, arbeitete das ganze Team an den witzigen Cheats und auch an diversen Bonusleveln. So bekam Terry Scott Taylor den Auftrag von Doug TenNapel, einen Disco-Song für das 70er-Jahre-Level zu komponieren. Doch auch die Entwickler waren nicht vor seinen Ideen sicher. Dry wie Finn. Nach 3/4 der Entwicklungszeit sagte Doug uns, dass wir ein 3D-Level brauchten. Nein, Doug, sagten die vernünftigen Mitglieder des Teams. Wir entwickeln keine 3D-Engine für ein einziges Level. Also haben wir eine Art gefälschtes Parallax 3D oder so etwas ähnliches zusammengestellt. Wahrscheinlich Marks Idee. Insbesondere das Level aus den 1970er Jahren. Es hat mir viel Spaß gemacht, gemeinsam mit Mark Lawrenson die analogen Videoeffekte und den Hippie-Controller zu entwickeln, mit dem man die Regler drehen konnte. Obwohl Marky Künstler war, hatte er ein großes technisches Verständnis und war sehr hilfreich dabei, Lösungen für bestimmte Probleme zu finden. Als jemand, der Skull Monkeys bereits vor Jahren für ein anderes Video durchgespielt hat, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass es eines der schwersten und unnachgiebigsten Plattformer ist, den ich je gespielt habe. Und den ich auch unter dem Einsatz der hauseigenen Cheats nur mit Biegen, Brechen und jeder Menge Fluchen beenden konnte. Ein Konzept, das aber von Beginn an so vorgesehen war. Ja, das hohe Schwierigkeitsniveau war beabsichtigt und genau das, was Doug wollte. Das gleiche gilt für die vielen Levels. Soweit ich mich erinnere, wollte er eine bestimmte Anzahl an Spielstunden bieten, damit die Leute auf ihre Kosten kommen. 1999 ist dann das letzte Jahr, in dem Clayman offiziell auftritt. Denn obgleich Skull Monkeys signifikant erfolgreicher war als The Neverhood, verdient das Team kaum mehr daran. Die Japaner veröffentlichen erneut über Riverhill Soft einen Japan-exklusiven Titel, an dem The Neverhood dieses Mal nicht beteiligt ist, weshalb es sträflicherweise auch auf seinen ikonischen Claymation-Look verzichtet. Clayman frönt nach seinem erfolgreichen Abenteuer an dem beliebtesten Sport der Neverhood, dem sogenannten Gun Hockey, einer Air-Hockey-Variante, bei der man die Pucks mit Kanonen ins Tor des Gegners zu befördern versucht. Und aufgrund der zahlreichen Charaktere, die The Neverhood zu bieten hat, darfst du dich mit 4 verschiedenen Gegnern abwechseln. Diverse Tischplatten und Power-Ups bringen zweifelhafte Abwechslung ins funktionierende, aber doch sehr eintönige und stumpfe Spiel. Das Team von The Neverhood hingegen veröffentlicht rund einen Monat später ihr drittes und letztes Spiel aus dem DreamWorks-Stil, Boombots.
Wahrscheinlich werden wir in unserem nächsten Spiel etwas mit 3D-Computeranimation machen und das macht mir Angst. Ich hätte weniger Angst davor, Medizin zu studieren, als mich mit 3D-Animation zu beschäftigen. Aber wir müssen es versuchen. Die besten kreativen Ideen entstehen, wenn man sich ernsthaften Einschränkungen unterwirft. Boombots ist ein Kampfspiel mit erneuten Claymation-Einflüssen und ausgeprägtem Fäkalhumor, in dem die namensgebenden Roboter in 3D-Arenen gegeneinander antreten. Während der E3 1999 war das Spiel ein Hit und Publisher South Peak Interactive sicherte sich die Vertriebsrechte. Doch Boombots floppte sowohl kritisch als auch kommerziell und damit löste sich letztlich auch das Team von The Neverhood auf. Clayman, einen der 5 freischaltbaren Geheimcharaktere im Spiel, für immer dort zurücklassend. Doug TenNapel hatte stets Interesse daran bekundet, seinen Charakter erneut aufleben zu lassen, doch die Rechte an ihm und seinen Spielen lagen bei DreamWorks Interactive und gingen im Februar 2000 ausgerechnet an EA über, die die Firma aufkauften. DreamWorks Interactive wurde in EA Los Angeles umbenannt und arbeitete fortan nahezu exklusiv an der Command & Conquer sowie Medal of Honor Reihe. Beide davon teilen inzwischen ihr Schicksal mit der Neverhood-Marke. Mehr dazu in einem meiner anderen Videos. 2013 wollte das Team es aber noch einmal wissen. Ohne die Rechte an ihrem ursprünglichen Franchise mussten sie sich mit einem spirituellen Nachfolger zu The Neverhood zufrieden geben. Knapp erreichten Mike Dietz und Ed Schofield mit ihrer gemeinsamen Firma Pencil Test Studios das Kickstarter-Ziel von $900.000 und begannen die Arbeit an Army Croc. Seit wir die Neverhood-Spiele entwickelt haben, wollen wir schon immer ein weiteres Stop-Motion-Kunstspiel entwickeln, aber die Publisher zeigten kein Interesse daran. Die besten Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwas anders machen. Und das wirklich gut. Das ist ein riskantes Unterfangen, denn wenn man etwas Neues ausprobiert und damit scheitert, ist der Verlust in der Regel groß. Deshalb gibt es so viele Fortsetzungen und ähnliche Spiele mit großem Budget, denn kein traditioneller Publisher möchte mehrere Millionen Dollar für ein ausgefallenes Spiel aus Ton riskieren. Das andere große Plus von Indie-Spielen ist die Leidenschaft. Die Leute, die diese kleinen Spiele entwickeln, wollen damit nicht reich werden, sondern weil sie ein Spiel entwickeln, das sie entwickeln müssen. Sie sind dazu getrieben, es um jeden Preis zu entwickeln. Diese Leidenschaft zeigt sich im Endprodukt. Man spürt sie, wenn man das Spiel spielt. Planet Ixen steht vor der Ausrottung und ihre einzige Rettung ist ein energiereicher Rohstoff namens Pitonium. 3 Brüder werden ins All geschickt, um es auf einem anderen Planeten zu finden. Doch letztlich verbleibt nur Tommy Nord mit seinem besten Freund, dem hundeähnlichen Beak-Beak, den fremden Planeten zu erkunden und das Pitonium zu finden. Dummerweise geraten sie in die Festung Army Croc, werden darin eingeschlossen und müssen fortan versuchen, ihr zu entkommen. Nachdem die Entscheidung gefallen war, gab es viel zu lächeln. Ehrlich gesagt, allein die Vorstellung, wieder in die Produktion eines Stop-Motion-Spiels einzusteigen, machte uns so glücklich, dass wir gar nicht glauben konnten, dass wir nicht schon früher darauf gekommen waren. Wir telefonierten kurz mit Doug, dann schickte er uns sofort per E-Mail Konzeptskizzen und Spielideen. Etwa 70 Zeichnungen in den ersten paar Tagen. Kickstarter war die einzige Möglichkeit, die lungernde Leidenschaft der Männer befriedigen zu können. Doch so viel Spaß das Erstellen von The Neverhood auch gemacht hatte und so sehr Fans nach einem neuen Teil bettelten, ist es doch immer noch als finanzieller Misserfolg in die Annalen eingegangen. Und entsprechend gestaltete sich auch das Interesse seitens Publisher an einem neuen Versuch. Selbst die finanziellen Mittel von Kickstarter waren überschaubar. Obgleich es mit seinen annähernd 1 Million gesammelten US-Dollar als überaus erfolgreiches Projekt galt, überschritt man das Kampagnenziel doch nur haarscharf und erreichte damit lediglich ein Budget, das weit unter dem von The Neverhood lag. Fans erwarteten ein vergleichbares Projekt, auch in seiner Spieldauer und Größe der Spielwelt. Doch Mike und Ed mussten mit finanziellen Mitteln arbeiten, die weniger als die Hälfte dessen umfasste, das DreamWorks ihnen für The Neverhood zur Verfügung gestellt hatte. Die Inflation aus 20 Jahren nicht einmal mit eingerechnet. Viele der Praktiken, die sich aber bereits in ihren frühen Spielen bewährt hatten, fanden auch bei Army Croc wieder Verwendung. Mike spricht gerne von der Kit-Bashing-Technik, die bereits in der originalen Star Wars-Trilogie Verwendung gefunden hatte. Dabei geht es darum, einem Modell Charakter und Einzigartigkeit zu verleihen, indem man Teile anderer Modelle nimmt und neu zusammenfügt. Die zuständige Produktionsfirma ILM erstellte Han Solos Millennium Falcon beispielsweise aus Modellkits von Panzern und Artillerien des Zweiten Weltkriegs.
Das Kit-Bashing für Army Croc hingegen kannibalisierte nicht nur kommerzielle Modellbausätze, sondern erneut so ziemlich alles, das sie auftreiben konnten. Nicht zuletzt ein Akkordeon. Im Falle des Akkordeonraums haben wir ein Zimmer entworfen, das sich funktional wie ein Akkordeon ausdehnt. Daher war es sinnvoll, ein solches bei seiner Konstruktion zu verwenden. Mike und Ed versuchten es offenkundig, schafften aber leider nicht, das ganze Team von früher wieder zusammenzutrommeln. Maßgeblich wohl auch, weil sie inzwischen ein eigenes Team unterhielten und auch, weil viele Neverhood-Kollegen ein anderes Leben fernab von Games begonnen hatten. Joseph A. Sanabria und Alice Goodson durften zusätzliches Design beisteuern. Mark Lawrenson half beim Programmieren aus. Sein älterer Bruder Tim und andere Programmierer wie Kenton Leach aus dem Skull Monkeys Team zogen sich nach Boombots aus der Branche zurück. Leveldesignerin Vanessa Jones arbeitete noch an den Animationen von Insomniacs erstem Spyro, verschwindet dann aber auch spurlos aus der Videospielwelt. Stephen Crow hingegen, Lead Artist bei Skull Monkeys, bleibt und arbeitet noch an diversen Earthworm Jim Remastern, findet aber scheinbar bei Blizzard ein neues Zuhause, wo er zwischen 2007 und 2018 an diversen World of Warcraft Erweiterungen arbeitet. Auch Programmierer Brian Belfield wechselt zu MMOs und arbeitete bis 2016 an EverQuest 2 und Landmark, einem kurzlebigen MMORPG, das ursprünglich ein EverQuest-Nachfolger hätte werden sollen. Nachdem ich bei The Neverhood gearbeitet hatte, kam mir eine 40-Stunden-Woche wie eine Art Vorruhestand vor. Aber bei The Neverhood stand das Gameplay immer an erster Stelle. Bei Sony Online Entertainment hatte ich es satt, Load-Tests für andere Spiele durchführen zu müssen, bei denen monatelang separat an Grafik und Systemen gearbeitet worden war und dann, wenn alles zusammengewürfelt wurde, das Gameplay nicht funktionierte oder keinen Spaß machte. Hey, Clayman! Say knock knock. Seltsam und einzigartig zu sein war unser Ding, also haben wir uns darauf konzentriert. Es ist schade, dass ein Großteil dieser Projekte, zumindest ursprünglich, Misserfolge waren. Auch wenn es stimmen mag, dass ihnen, wie den meisten Games, der letzte Feinschliff fehlte, so waren sie doch ein genialer und vor allem unfassbar kreativer, frischer Wind von leidenschaftlichen Entwicklern, die einfach mal etwas anders machen wollten. DuckToNaple trifft meine Gedanken ganz gut. Was die Lage der Spieleindustrie angeht, so läuft das Geschäft sicherlich gut, aber ich sehe nicht viel Kreativität, die neue Wege im Bereich Gaming beschreitet. Das sind teure Risiken, daher verstehe ich die Vorsicht der Branche. Das Publikum verspürt jedoch eine Art Ermüdung, ähnlich wie es bei einigen Hollywood-Filmen der Fall ist. Eine weitere PS1-Legende und Favorit meiner Kindheit war Oddworld Apes Odyssey und die nicht minder spannende und inspirierende Entstehungsgeschichte habe ich hier für dich zusammengefasst. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Pure German Entertainment, Gary und Vanessa und Mergo nicht zu vergessen für euren Lord-Support.